Hi Leute, hier ist Trinity. Ich begrüße euch zurück zu Project Cars und zum Renault Clio Cup, den ich ja schon beinahe aufgegeben hatte. Allerdings haben wir ja beim letzten Mal ein recht respektables Ergebnis eingefahren, so dass ich mich dann entschieden habe, das doch noch weiterzumachen. Und ich würde sagen, wir sind heute auf dem Old Town Park und ich habe im Moment noch keine Ahnung, was das für eine Strecke ist. Wir haben die Strecke noch nicht gefahren. England. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen wieder so vor wie beim letzten Mal. Fahren eine Trainingsrunde. Gucken, dass wir im Quali ganz einigermaßen durchkommen und ja, werden dann die Rennen fahren. Neblig ist es ganz offensichtlich. Was nicht groß verwunderlich ist, weil wir sind ja in England. Also haben wir auch englisches Wetter. Ja. Ich bin gespannt, ob wir dann das wieder so gut hinkriegen. Wieder so gut hinkriegen wie beim letzten Mal. Wie zum Ende des letzten Mals sozusagen. Angefangen hat es ja nicht so gut. Ah, okay, da geht's lang. Erstmal müssen wir uns natürlich die Strecke angucken. Die ist auf jeden Fall sehr eng. Und ich werde auch versuchen, dieses Mal ein wenig mehr ans Limit zu gehen des Fahrzeugs und auch etwas mehr Lenkradarbeit zu machen. Ich glaube, dass das zum Teil auch der Fehler war beim vorletzten Mal, dass ich einfach zu wenig auch mit dem Lenkrad gearbeitet habe. Und mich da ein bisschen träge verhalten habe. Ist uns rausgehauen, okay. Gut, dann fahren wir mal eine Runde noch auf Zeit, mal gucken, was dabei rauskommt. Und gehen dann auch schon ins Qualifying. Da kommt nichts Gutes bei raus. Leute, nicht schlecht. Also immer noch nicht ungefährlich. Der Clio. Ist doch so, dass er relativ zügig noch ausbricht. Und normalerweise müssen die Reifen ja schon warm genug sein, um hier ein bisschen härtere Manöver auch zu fahren, aber ist vielleicht doch nicht der Fall. Aber nach einer Runde sollten die Reifen eigentlich soweit sein, denke ich. Frage ist, ob man eventuell... Oh Mann, Leute. Ja, ich habe jetzt eine zu lange Pause gemacht, wahrscheinlich auch. Die Frage ist, ob man eventuell mal ans Differential rangeht und den eventuell ein bisschen stabiler hinkriegt, den Wagen. Aber es wird ein spannendes Rennen werden auf jeden Fall, schon allein aufgrund der Tatsache, dass der Kurs sehr eng ist. Ich würde sagen, wir stoppen das mal an der Stelle und springen mal zum Ende der Sitzung und gehen dann ins Qualifying. Und jetzt will ich doch noch mal eben, ich schaue mal kurz rein hier ins Setup. Mittelmäßig bewölkt, okay. Das ist ja automatisch angepasst. So, Bremsdruck passt immer. Ja, das ist schon klar. Reifendruck. Zu viel Untersteuerung haben sollte es verringern. Reifendruck, die Vorderreifen, falls Übersteuern zu stark ist.
Auch der Hinterreifen. Ja. Ist so eine Sache. Wir können das mal versuchen. Wir gehen mal ein bisschen runter hinten. Zum ersten. So, die Bremsbalance, die könnten wir... Die ist hauptsächlich hinten, liegt die. Ich lege die mal ein bisschen nach vorne. Wir machen jetzt hier mal Experimente. Es ist natürlich eine gefährliche Geschichte, das ausgerechnet zu machen. Wenn man ins Qualifying geht, aber ist nichts weiter tragisch. Wir machen das trotzdem mal. Die Winkelsturz, den lassen wir mal so, wie er ist. Stoßdämpfer. Ja. Ja, wir haben schon einen kürzeren Federweg hinten. Das ist schon in Ordnung. Sperrdifferentialbeschleunigung hohe Einstellung verleiht dem Wagen eine bessere Traktion bei der Kurvenausfahrt. Aber beschränkt das Kurvenverhalten. Okay. Ja, guck mal. Und der Schubbetrieb? Beschleunigung macht eine höhere Einstellung. Stabiler beim Abbremsen in Kurven. Schränkt das Kurvenverhalten ein. Niedrige Einstellungen verbessern das Kurvenverhalten. Machen den Wagen aber instabiler. Wir setzen mal das ein bisschen runter. Ich will es erstmal nicht allzu viel. Wir machen hier mal 10% und hier machen wir 5% drauf. Ich hoffe, dass das nicht allzu viel ist. Hat er das beibehalten? Ja. Okay, und dann ist dabei, eine Änderung zu verwerfen. Alle Ungespeicherten gehen verloren. Abbrechen. Speichern. Okay, dann gehen wir mal ins Qualifying und gucken mal, ob wir jetzt nur Mist gebaut haben oder ob wir den Wagen vielleicht etwas stabiler haben jetzt. Es könnte natürlich auch in einer totalen Katastrophe enden, aber auch was das Setup betrifft, muss man natürlich Erfahrung sammeln. Und ich habe jetzt einfach mal ganz frech die Erfahrungen übernommen, die ich aus Dirt Rally habe. Kann natürlich sein, dass die hier sich völlig anders auswirken. Okay. Ich glaube, die Sache mit der Bremse war aber schon mal nicht so verkehrt. Dass sie die ein bisschen nach vorne gestellt haben. Aber warm werden müssen die Reifen natürlich trotzdem erstmal. So schneller Wagen hinter mir, so langsam war ich jetzt auch nicht unterwegs. Ja, der bremst besser an. Aber ausbrechen tut er trotzdem noch. Aber vorsichtig gucken, dass wir hier nicht über den Haufen gefahren werden. Ja, fahr vorbei, mein Freund. So, jetzt Gas. Ist natürlich auch jetzt wieder eine fremde Strecke. Und diese eine Kurve, bevor es dann wieder auf die Zielgerade geht, die scheint hier die zu sein, wo wir momentan die größten Schwierigkeiten haben. Weil wir da auch immer wieder rausfliegen. Ich muss mal darauf achten, ob da noch irgendwie eine Bodenwelle ist, die ich nicht berücksichtigt habe. Zu stark gebremst. Ja, hier können wir ihn eigentlich treten, aber hier war es die Kurve, ne? Nee, diese Kurve war es.
Und da ist natürlich, die geht natürlich über eine Kuppe hinweg. Jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt, was wir hier für eine Zeit gefahren haben. Mache ich noch eine Runde. Können wir doch noch ein bisschen schneller sein. Da vorne ist es dann die was herrlich ist. Ja, die kündigen mir hier dauernd die blaue Flagge an und ich fahre ja zur Seite, aber dann ist der Hintermann doch nicht schneller. Okay, wir haben eine 1,14. Schnellste Runde liegt aber, glaube ich, gerade bei 1,4, aber da kommen wir jetzt ohne weiteres nicht ran. Da müssten wir jetzt noch echt länger trainieren. Und deswegen würde ich sagen, simulieren wir mal den Rest. Ja, wir liegen 3 Sekunden auseinander. Im Moment zumindest. Ja, 3 Sekunden. Aber gut. Entscheidend ist, was wir jetzt im Rennen draus machen. Ich wollte jetzt einfach auch das ein bisschen abkürzen. Ich nehme doch an, dass der das Setup nimmt, ne? Ja. Okay. Oder? Ja. Gut, dann steigen wir mal ein. Ins Rennen. Ich bin gespannt, bei so einem engen Kurs, wie das ablaufen wird. Ja, was unser Setup angeht jetzt so, ich habe da jetzt nicht unbedingt was Nachteiliges festgestellt, aber ich würde dann schon fast eher sagen, dass er tatsächlich etwas stabiler gelaufen ist, der Wagen, als vorher. Entscheidend ist jetzt dann die letzte Kurve vor der Geraden, vor der Zieleinfahrt, dass wir da nicht drüber abgehen gleich. Ein bisschen die Kontrolle verloren. Es ist einfach auch sehr eng. Und ab der nächsten Runde dürften ja dann auch die Reifen soweit sein, dass wir ein bisschen mehr Stoff geben können. Das war schon sehr knapp, da wären wir fast ausgebrochen. Ja, es ist echt schwer, hier ranzukommen. Doch, das Setup gefällt mir ganz gut. Lässt sich schon ein bisschen besser einfangen wieder, der Wagen. We've got some pressure from the guy behind. You'll need to brake as late as you can. You may need to cover the inside line.
So, wir gehen in die letzte Runde. This is the final lap of the race. See if you can take that guy in front of you, otherwise just bring it back in one piece. Ich möchte ja gerne an ihm vorbei, aber ich habe noch keine Lücke gefunden. Oh Mist. The race director has given you a warning for cutting the track, so you got to start respecting track limits. Keep it between the white lines. Das verstehe ich. You're reeling him in. This is great stuff. Line him up and squeeze past. Ich glaube fast, ich werde nicht kriegen. Es ist einfach unwahrscheinlich schwer hier auf dem engen Kurs da eine Möglichkeit zu finden. Aber lieber halte ich die Position, als dass ich komplett rausfliege. Okay, das wäre der erste Lauf gewesen. Position 16 ist natürlich nicht so schön, aber auf jeden Fall schon mal besser als das Qualifying. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Wiederholung dann nach dem zweiten Rennen an. Und behalten das einfach alles auch mal so bei. Erstmal das Licht anmachen. Alright, let's leave qualifying behind us now. Let's focus on those lights. Make a good start. Green, green, green. Gleich versuchen, schon mal den Platz gut zu machen. Ja, ich muss immer abwägen. Ich denke mir, die Reifen sind noch kalt. Ich will auch nicht zu groß auf Risiko gehen. Schiebt er uns raus. 2 Plätze verloren. Aber wir haben 5 Runden Zeit. Und ich schätze mal, dass auch wieder eine Boxenstopp dabei ist. Bremst. Setzt Regen ein. Wird verrückt. Trying to get a good run from the last corner. Slipstream past him on the straight. Driver ahead has extended his lead to 1 second. You can still catch him. Da habe ich mit gerechnet. Ja, und geträumt. Aber wir kommen noch wieder an ihm vorbei. Ja, es läuft noch nicht so gut momentan und wir haben jetzt nur noch 2 Runden gleich. Die Frage ist, was die anderen während des Boxenstopps machen. Werdet fertig, Jungs. Na komm. Raus. Go, go, go.
Zumindest momentan haben wir einen Platz. Hilfe. Immer noch ein bisschen Schiss vor dieser Welle, aber ich glaube, ihn hier, den könnten wir noch kriegen. Aber das Feld ist zu weit weg. Dann werden wir nicht mehr viel reißen können wahrscheinlich. Ich sehe zwar immer noch ein paar Bremsleuchten zwischendurch, aber... Try and stop this guy getting underneath you. Cover that inside line. Ja, da sind ja welche rausgefahren. Aus der Box. Aber wir werden nicht mehr drankommen. Ich glaub's nicht. Wäre schön, aber... The driver in front pulled a 3-second lead. You've still got the pressure on him. Don't give up. Keep pushing. Keep digging. Ja, schade. Mehr ist es nicht mehr geworden, aber ich finde, dass wir langsam besser werden, dass man zumindest eine Entwicklung sieht und dass wir uns jetzt das Replay ansehen. Also es ist schon nicht mehr so katastrophal, zumindest wie es am Anfang gewesen ist. Das würde ich sagen, kann man deutlich erkennen. Schwierig ist es nach wie vor. Gerade eben dann, wenn das Feld so auseinandergerissen ist, also da so weit nach vorne zu fahren. Wenn man jetzt hier irgendwie 20 Runden hätte oder was, dann könnte man da natürlich unter Umständen mehr machen. Da hat es natürlich auch viel mit zu tun, mit der Dauer dieses Rennens. Ist euch klar, ich meine, wenn man jetzt tatsächlich schnelle Runden fährt und vielleicht auch ab und an die schnellste Runde fährt oder so, dann schiebt man sich ja langsam an das Feld ran. Nur wenn die Rundenzahl so niedrig ist, hilft einem das im Zweifel natürlich nicht. Da hat es gekracht hinter uns. Wir
Heute war es sogar noch trocken, da hatte der Regen noch nicht eingesetzt. Ja, und die Strecke natürlich sehr eng. Ist auch schwer, da eine Lücke zu finden. Aber wir haben uns immerhin von Platz 15 auf Platz 11 vorgearbeitet. Das ist doch auch respektabel. Es wird sich wahrscheinlich nicht großartig auf die Gesamtwertung auswirken, denke ich. Aber aller Anfang ist schwer. Und hier werden uns sicherlich noch jede Menge Rennen erwarten. Jetzt setzt der Regen voll ein. Ich verstehe gar nicht, dass die alle ohne Licht fahren bei den Sichtverhältnissen. Ja, ein paar spannende Duelle gab es auf jeden Fall. Unser Boxenstopp. Ich spring mal vor. Ein wenig. Ja, da haben wir tatsächlich nochmal Glück gehabt. Die Begrenzung, die war nämlich höher als ich dachte. Ich kenne das Auto jetzt schon etwas besser, aber so richtig wirklich habe ich es noch nicht kennengelernt. Ich hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen mehr aufs Gas gehen können. Da war ich mir einfach unsicher und wollte verhindern, dass der Wagen ausbricht. Wäre er aber vielleicht gar nicht. Insbesondere diese eine Kurve, die letzte vor der Zielgeraden, hatte ich schon ein bisschen Schiss vor der Welle, vor der Kuppe da. Und wahrscheinlich habe ich auch zu früh angebremst teilweise. Aber der Kollege hier hinter uns, der hätte uns auch sofort gehabt, wenn wir einen Fehler gemacht hätten. Ach, guck mal, ich habe übrigens das Licht ja gar nicht wieder angemacht, nachdem wir aus der Box raus sind. Ich war einfach davon ausgegangen, dass es sowieso an ist. Und den Scheibenwischer nicht wieder aus. Ah, da kamen sie. Ja, gegen Ende wurde es dann doch nochmal wieder ein bisschen gefährlich, dass wir da ganz gut gejagt wurden. Insofern war ich auch schon immer ein bisschen so unter Anspannung, auch wenigstens dann die Platzierung zu halten, die wir drin hatten aktuell. Aber es hat ja geklappt. Okay. Dann gucken wir mal. Dass wir weitermachen.
Ja, es ist schon schön, dass der Castro den ersten Platz hat, aber wo stehen wir denn jetzt? Ach, hier, Platz 11, 10 Punkte geholt. Und ja, Runde 4 ist beendet. Und wir sind echt nicht über Platz 20 hinausgekommen, trotz der doch, wie ich finde, ganz guten Leistung jetzt der letzten 2 Rennen. Aber ihr seht schon, die enorme Differenz. Der Punkt ist auch einfach der, wir haben die ersten 2 Rennen ja komplett versagt. Und hätten wir da vielleicht schon mal ein paar Punkte gesammelt, dann würden wir jetzt auch nicht auf dem letzten Platz stehen. Na gut. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, ein Rennen wartet noch auf uns, oder? Im Clio Cup. Ich schaue gerade mal nach. Das wäre dann 5 von 5. Und ja, in dem Rennen sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.